Broadcube Quack. Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Thema: Nächstenliebe. Quack. Nächstenliebe ist die Liebe zum Nächsten. Okay, bis dahin ist es einfach. Wer bitteschön ist mein Nächster? Ist mein Nächster nur der, den ich mag? Oder ist mein Nächster jeder andere? Als Jesus diese Frage einmal gestellt bekommt, wer ist mein Nächster, erzählt er eine Geschichte. Und du wirst diese Geschichte kennen. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und die Antwort am Ende lautet: Es spielt keine Rolle, wer dein Nächster ist. Wichtig ist, wem du Nächster wirst. Und das sollst du den Menschen sein, denen du begegnest. In dem Moment, wo ein anderer mir begegnet, kann ich ihm zum Nächsten werden und kann ihn als sein Nächster auch lieben. Nächstenliebe spielt in der Bibel eine immense Rolle. Immens. Wenn Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot, sagt er, es ist ein Doppelgebot. Du sollst deinen Gott lieben mit allem, was du hast, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer Nächstenliebe nicht lebt, kann nicht Christ sein. Steht absolut im Zentrum, neben der Liebe zu Gott. Und deswegen heißt es in Jakobus Kapitel 2 in Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr Recht. Das königliche Gesetz. Es gibt vielleicht kein Gesetz, was würdevoller, was passender wäre für den König und passender wäre für dich, der du zu einem König gemacht bist, als den Nächsten zu lieben. Und an anderer Stelle in Römer 13, da wird zum Ausdruck gebracht, dass dieses Gesetz alle anderen Gesetze einschließt. Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also wenn ich Nächstenliebe praktiziere, dann habe ich das Gesetz erfüllt. Wie geht das? In diesem einen Gebot sind alle anderen Gebote mit eingeschlossen. Vers 9, Römer 13. Denn du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die 10 Gebote, gerade so der zweite Teil, wo es um andere Menschen geht, lässt sich zusammenfassen mit einem einzigen Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder wie es in Römer 13, Vers 10 dann heißt: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Wenn wir Christen sein wollen, müssen wir die Liebe zum Nächsten lernen. Wir müssen mit offenen Augen durch die Welt gehen und es zulassen, um im Bild von dem barmherzigen Samariter zu bleiben, dass wir mitten auf der Reise unseres Lebens Unterbrechungen erleben, weil da einer halbtot im Gebüsch liegt. Und Gott uns anspricht und sagt: Du bist jetzt für den Nächster. Und ich möchte, dass du dich um ihn kümmerst. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir verstehen, was nicht zur Nächstenliebe passt. Und ich möchte 2 Aspekte hier noch einmal bringen aus dem 3. Buch Mose. 3. Buch Mose, Kapitel 19. 2 Aspekte, die nicht passen zur Liebe gegenüber anderen Menschen. Da heißt es 3. Mose 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Und ich würde sagen, klar, logisch, das hatte ich eh nicht vor. Ja, aber es geht noch weiter. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Zur Liebe gehört es dazu, dass wir Verantwortung übernehmen und auf jemanden, der sündigt, hingehen und sagen: Ich
möchte dir mal sagen, was du falsch machst. Es ist nicht liebevoll, wenn wir die groben Fehler von Geschwistern einfach unter den Teppich kehren und so tun, als wäre das da nichts. Die Liebe geht hin und hilft nicht nur, wie der barmherzige Samariter, in Zeiten der Not. Investiert sich nicht nur mit Geld und Zeit und Mitgefühl, sondern wahre Liebe ist bereit, zurechtzuweisen, zu korrigieren. Und dann 3. Mose 19, Vers 18: Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nächstenliebe vergibt. Nächstenliebe deckt Sünde zu. Nächstenliebe trägt nichts nach. Nächstenliebe geht mit dem anderen um, wie ich mir wünsche, dass mit mir umgegangen wird. Nächstenliebe geht mit dem anderen um, wie Gott mit mir umgegangen ist. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Form von Liebe und diese Einstellung zum Menschen, die Gott so sehr entspricht, dass du die lernst. Letzte Frage. Was motiviert mich zu einer solchen, mich selbst verschenkenden Liebe? Antwort: 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich liebe, weil ich von oben zuerst geliebt bin. Und weil der da oben mir sagt, so wie ich dich geliebt habe, möchte ich, dass du liebst. Weil er uns ein Vorbild gegeben hat in puncto Liebe. Quack. Der neue Begriff, den ich dir mitgebracht habe, heißt Altar. Was ist ein Altar? Ein Altar ist in einem Heiligtum der Ort, wo man das Opfer bringt. Vielleicht warst du schon mal in einer Kirche, da ist der Altar meist ein Tisch oder tischähnlicher Gegenstand, wenn man reinkommt, am anderen Ende. In der Bibel ist der Altar beim Tempel oder in der Stiftshütte der Ort, wo man Opfer gebracht und Tiere verbrannt hat. Es gibt einen Brandopferaltar und dann gibt es im Inneren des Tempels noch einen Räucheraltar. Also Altar, der Ort, wo man ein Opfer bringt. Praktische Aufgabe. Jetzt wird es wieder spannend. Schnapp dir einen Stift und schreibe bitte in der richtigen Reihenfolge die biblischen Bücher auf. Mach es so. Du schreibst nur die Kurzbezeichnungen hin, aber du sprichst immer den vollen Namen. Gebet. Bete dafür, dass du dich begeistern lässt von der Liebe Gottes zu dir und selber einer wirst, der mit brennendem Herzen Nächstenliebe lebt. Und zum Schluss Bibellese. Apostelgeschichte Kapitel 16. Freu dich auf das Kapitel, es ist ein schönes Kapitel in der Bibel, ein spannendes. Apostelgeschichte 16. Und natürlich, auch diesmal bekommst du 2 tolle Fragen, wenn das Video vorbei ist. Gott segne dich. Frog Tube. Quack.